Willkommen zurück, Freunde. Mein Name ist Dennis. Yes. Ja, Havas Black, den möchte ich euch heute mal vorstellen. Mit Havas Black kommt ihr auf jeden Fall genial durch den Sommer. Und zwar auch stark durch den Sommer. Warum ist das so? Weshalb? Aber ist der Duft auch gut? Ja, das ist ja die Frage, ne? Das möchte ich euch heute erläutern, erzählen. Ja, erstmal zum Flakon. Schaut euch das an. Muss ihn wieder so ein bisschen schräg halten, weil sonst blendet das. Sehr stabil, starker Flakon mit einem guten, kein Plastikdeckel, sehr, sehr nice und auch ein sehr guten Sprüher, wirklich sehr guten Sprüher. Ja, zum Duft. Also, er strahlt schon Männlichkeit aus, aber auch etwas Erdiges. Vielleicht bin ich der Einzige, der das meint, aber ich finde schon, dass er was Erdiges ausstrahlt. Eine Ananas habt ihr in der Kopfnote und eine Grapefruit, ja. Und das ist so der Hauptpunkt, den ich so ein bisschen wahrnehme. Also grundsätzlich was Zitrisches, aber es ist die Grapefruit und eine Ananas. So, und natürlich kommt ein gleich so ein bisschen natürlich der Aventus so ein bisschen in den Kopf. Ja, ist auch. Aber ich muss sagen, dass es doch eher der Claptenoid Intens ist. So, nur in der Kopfnote besser gemacht als der Claptenoid. Wo der Claptenoid immer dieses Problem hat mit ein bisschen so nach, es gibt ja mehrere Varianten von Claptenoid. Ich glaube fast alle Varianten, auch die Special Edition, die meinen, das ist alles so die bessere, die riecht nicht so nach WC-Reiniger. Das habt ihr hier nicht. Ihr habt ja nicht unbedingt diesen WC-Reiniger, sondern hier ist es einfach erdig, maskuliner, männlicher als beim Claptenoid. Nehmen wir wirklich mal Aventus raus. Aventus ist cremig, Ananas, zwar nicht mehr rauchig, auch nicht mehr so maskulin, aber rauchig. Aber nicht rauchig, aber diese Cremigkeit, typisch DNA von Aventus, das ist hier nicht so gegeben. Also eher so Claptenoid. Aber natürlich habt ihr schon so einen Touch zum Aventus hin oder eben Claptenoid. So, aber wir beim ähnlichen Claptenoid. So, nur hier besser gemacht, finde ich. Ich wollte jetzt nicht die Special Edition von Claptenoid auch noch wieder sprühen, weil dieses Durcheinander, sie haben schon Ähnlichkeiten, nur der ist maskuliner. Einfach maskuliner. Ihr seht auch hier den dunklen Juice und das ist schon sehr interessant gemacht. Es kommt auch noch die Bergamotte hinzu, auch noch. Also ihr habt Ananas, Bergamotte, Grapefruit. So, ich habe so mehr Grapefruit, Ananas, dann die Bergamotte und aber allgemein zitrisch, fruchtig an Anfang, für mich aber erdig. Was da ein erdig oder an Anfang in der Kopfnote erdig macht, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, aber ich sage ja euch immer wieder, ich rieche nicht nur das, was in der Kopfnote ist, sondern auch schon ein bisschen weiter in der Herz- und Basisnote. In vielen Düften ist das auch gegeben, vor allen Dingen bei einem nicht so teuren Duft, und der ist ja nicht teuer, das kommt ja auch dazu. Dafür ist das wirklich gut gemacht, kommen ja auch noch in andere Inhaltsstoffe. Und zwar reden wir hier von dem Zedernholz und dem Patchouli. Und zwar Patchouli ist das Erdige aus meiner oder in meiner Nase, und das ist eben das, was auch am Anfang mitspielt. So, auch wenn es erst in der Herznote angegeben ist. Aber da kommen wir wieder dazu. Herznote, Basisnote, Kopfnote, Dry Down. Das ist alles immer ein bisschen verschieden. Und bei ganz komplexen Düften, starken Düften, teuren Düften eventuell auch, ist das öfters gegeben, dass ihr wirklich in der Kopfnote auch nur das habt, was angegeben ist. Und erst dann variiert oder wechselt er in die Herznote und dann kommt auch diese Inhaltsstoffe. Das habt ihr bei günstigen Düften meistens nicht. Natürlich auch bei teuren Düften kommt das vor, dass ihr sofort alles riecht. Meistens, zu 98% rieche ich das schon, was so und so irgendwann in Dry Down kommt. Beziehungsweise in der Basisnote. So, aber wir wollen uns nicht damit so weit beschäftigen. Auf jeden Fall ein Zedernholz, Patchouli und der Jasmin kommt dann. Das ist alles schön toll. Man hat aber immer wieder dieses Erdige. Grundsätzlich ist das ein sehr potenter Patchouli-Duft, finde ich, meiner Meinung nach. Plus das Fruchtige am Anfang, aber das Fruchtige ist eben erdig, aber das macht ihn eben maskulin. Wenn ihr eben den Aventus, wenn ihr eben den Claptenoid richtig maskulin haben wollt, dann holt euch Havas Black auf jeden Fall. Zu den holzigen Noten kommt dann noch Amber und Eichenmoos. Eichenmoos, natürlich nicht mehr real, sondern synthetisch Eichenmoos, und weil das andere nicht mehr erlaubt ist, aber das wäre hier von den Preisen und so wahrscheinlich nicht echt drin gewesen. Aber Fakt ist, es ist schon ein schöner Duft. Nur mein Problem, also ich werde
erstmal gleich vorweg, ich möchte euch, wenn ihr den immer noch nicht kennt, ans Herz legen. Vor allen Dingen jetzt im Sommer, auch wenn er sich ehrlich schwer anhört, kann man ihn sehr, sehr gut tragen. Und man hat einfach einen männlichen Touch. Und zum Beispiel auch für sehr gut geeignet, muss man wirklich sagen, an, sag ich mal, ich würde schon sagen, an Südländern kommt dieser Duft noch besser, weil es einfach ein bisschen besser ausstrahlt als an anderen, sagen wir mal so. Da habe ich das jedenfalls so wahrgenommen. Ich kenne nämlich sehr viele Südländer und da kam das noch einfach ein bisschen anders rüber. Muss ich schon sagen, kommt nicht besser, anders einfach. Vielleicht hält er da noch länger, aber wir kommen zur Haltbarkeit und Sillage. Ja, der ist schon präsent. Er ist aber, oder es ist in meiner Nase nicht so präsent, wie viele andere meinen oder auch wahrnehmen. Das ist wieder so eine Art Duft. Ich habe ganz wenige Düfte, aber es kann auch bei euch so sein, weil ihr eben vielleicht auch so viel Aventus, so viel Claptonit, all diese ganze DNA, die man irgendwann zu viel hat, ist dann irgendwann so, dass das vielleicht für eure Nase auch irgendwann, wo die Nase sagt, hört mal zu, das geht mir langsam auf die Nüsse, ich nehme das nicht mehr so lange wahr. Also dieses Beast Mode Ding, ja, es ist ein starker Begleiter. Beast Mode weiß ich nicht, würde ich jetzt so nicht unbedingt unterschreiben, aber wenn man sich überlegt, was der kostet und dafür, es ist ein starker Duft. Sillage finde ich ein bisschen schwächer, als viele meinen. Haltbarkeit unterschreibe ich, ist schon soweit gut. Wirklich gut, vor allem für den Preis, wirklich gut. Da reden wir von 8 Stunden, vielleicht auch bei manchen natürlich aufwärts, bei wenigen hier in dem Fall weniger. Aber Sillage, finde ich, könnte er stärker sein, aber ist für andere eben mehr präsent. Aber das ist Ansichtssache, da kommen wir eben dazu. Das ist wirklich Ansichtssache. Viele meinen, das ist brachial, aber auf so einer bestimmten Seite wird auch viel geschrieben, oh, der ist ja günstig und den finden wir jetzt alles gut und wir finden den alle gut. Dann ist natürlich auch wieder so ein Aventus-Nachbau und dann ist natürlich auch die Haltbarkeit und die Sillage gut. Ja, der Haltbarkeit okay, aber Sillage finde ich jetzt nicht, dass das Beast Mode ist und ich würde auch in der Sillage keine 9 und 10 geben. Andere ja, wie ich das gelesen habe auf so einer bestimmten Seite, ich jetzt nicht. Aber im Endeffekt, mir ist das ein bisschen too much. Ich kann diese DNA nicht mehr so riechen, aber ich möchte euch ihn ans Herz legen, weil Claptonoid oder diese DNA kommt gut an. Und wenn ihr den noch ein bisschen im Maskuliner haben wollt, alles, vor allen Dingen auch Aventus in Maskuliner, dann holt euch Havas Black, weil dann ist er gut. Und ihr habt eben eine gute Haltbarkeit und ihr werdet schon wahrgenommen. Aber eben nicht so, wie ich der Meinung bin, dass es so ausstrahlt, wie viele meinen, dass das schon ja fast so den Air Tiger gleich ist. Niemals, das nun auch nicht. Aber so ein schönes Ding. Das sind 100 ml, da zahlt ihr ungefähr, ich weiß das gar nicht mehr, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, zwischen 20 und 40 Euro, sagen wir mal so, mit einem schönen schweren Glasflakon und einem schönen Deckel mit einem sehr guten Sprüher. Also da kann man einfach auch nichts gegen zu sagen. Eigentlich nichts. Nur ich sage da was so, ich kann diese DNA nicht mehr riechen. Dann bleibe ich wirklich beim Original, weil das ist, hier, das ist noch die alte Version von 2015 übrigens, die sprühen wir jetzt mal, auch wenn da nicht mehr viel drin ist, egal. Ja, es ist einfach anders, da kommt man einfach nicht gegen an, wenn man jetzt unbedingt mal einen Vergleich zieht mit Aventus. Naja, gut, schreibt mal runter, kennt ihr den, aber wie gesagt, ihr kommt sehr gut durch den Sommer mit solch ein Duft. So, also schreibt runter, kennt ihr den, was haltet ihr von denen und dann gehen Grüße raus an meine Mitglieder. Und wir sehen uns bald wieder.